Ja, herzlich willkommen Blender-Freunde zu Part 6 unserer Tutorial-Serie. In diesem Part werden wir ein Industriedach modellieren mit Dachfenstern und wir werden das passende Gerüst auch noch erstellen für das Dach, für den Innenbereich. Ja, ja, dann fangen wir mal an. So, wie fangen wir an? Erstmal platzieren wir unseren 3D-Cursor genau mittig auf unserem Dach. Ja, dann nehmen wir dieses Objekt als Anhaltspunkt, gehen auf Edit, Add Select und wählen uns diese Kante hier aus. Diese Kante. Ja, genau. So, und da drücken wir jetzt wieder Shift S, Cursor to Selected. So, jetzt ist unser 3D-Cursor genau mittig. Perfekt. Wir werden unseren Dach komplett mit dem Add-on Mirror bauen, damit es auf der anderen Seite spiegelverkehrt aufgebaut ist. Ja? Okay. Wir setzen jetzt eine Plane darauf. Ja? RX, rotieren das. 1 Frontansicht und gehen damit mal nach oben. So. So, unser Würfel hier, besser gesagt unser Quader, ist ja 2 Meter mal 2 Meter, wie gesagt. Und unser Vordach sollte, glaube ich, ja, in der Höhe 2 Meter ist in Ordnung, glaube ich. Ja, genau. Wir lassen das so auf 2 Meter, gehen auf Edit, Steuerung R, ein Loop. Löschen die linke Seite, ja, damit wir nur die Hälfte haben. So, und der Origin ist genau dann in der Mitte. Gehen auf unseren Schlüssel und setzen unseren Mirror Modifier ein. Super. Okay. So, jetzt gehen wir auch wieder auf Edit. Wählen uns diese Edge-Kante aus. Na? Ah, okay. So, und den ziehen wir jetzt mal auf, ja, bis hierhin 10 Meter, ja? Oder 1, 2, 3, 4, 5. 5, 11 Meter ist das dann ungefähr. Okay, bis hierhin und dann nochmal E für extrudieren und ziehen das noch bis zur Kante hier. Perfekt. Und die obersten Vertex ziehen wir dann runter. Jo, halben Meter. Ja, halben Meter müsste reichen. 50 cm runter. So, okay. Soweit, so gut. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch unseren Plane extrudieren auf die Stärke. Da gehen wir auf 3, Seitenansicht, Edit, A alles selektieren, E und ziehen das mal bis hierhin. Ja, perfekt. So, das ist unser Vorbau, also Vorwand von unserem Dach jetzt. Und dem geben wir jetzt den Material von unserer Ziegelmauer hier. Ja, weiter geht's. So, dafür gehen wir auf Material, suchen unser Material hier aus. Wo haben wir es denn? Genau, hier. Mauerwerk, einfach Front. Das wählen wir erstmal. Okay, jetzt haben wir hier natürlich noch die Putztextur und so weiter. Und unser Objekt hat ja noch die UV-Maps noch gar nicht. Ja, hier ist nur die Haupt-UV noch drauf. Und auf den anderen haben wir unsere New UV-Map für unsere Moostextur und wie gesagt den Mauerwerkschatten. So, und dafür müssen wir natürlich jetzt diesen New UV Map einmal kopieren, also das Wort hier, gehen dann wieder auf unseren Vordach hier, machen ein Plus hier und setzen das hier ein. So, und schon haben wir auch die Textur passend auch zu unserem Vordach hier. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt müssen wir nur noch jetzt die Textur entlang dieses Objektes jetzt neu setzen. Dann gehen wir mal hier rüber, ziehen das Fenster rüber
UV-Editor. Suchen uns jetzt mal unseren Textur mal wieder aus. Hier haben wir sie. Okay. Gehen auf 1. Gehen auf Edit. A. Selektieren jetzt alles. Und sagen Unwrapped from View. So. Und jetzt haben wir natürlich, wir gehen einmal auf Steuerung Z, weil wir einen kleinen Fehler gemacht haben. Hier, New UV Map. Wir sind noch auf der falschen UV Map. Wir klicken einfach hier drauf, selektieren nochmal und vom View. Perfekt. So, A, alles selektieren und skalieren das mal. So, gehen ein bisschen heran, schauen uns die Größe mal an. Na. So, okay, super. So, jetzt ist das wieder euch überlassen, ob wir hier immer noch Putz haben möchten. Wir können auch diesen Putz auch mal weglassen. So, und dann, wenn wir jetzt Änderungen an unserer Textur jetzt wieder vornehmen wollen, kennt ihr ja schon, dann müsst ihr den hier, wie gesagt, kopieren. So, Front, und den nehmen wir dann Dach. So, alles klar. Dann ziehen wir das mal hier runter und setzen unseren Shade Editor mal hier rein. So. So. Ja, das ist ja unsere Putztextur. Ansonsten können wir das immer noch etwas verkleinern. Wir können hier zum Beispiel ein bisschen weniger setzen. So, oder noch ein bisschen weniger. So, ganz, ganz leicht. Ja, das sieht ja gut aus. Okay. So. Gut, und jetzt haben wir ja hier unsere Seiten noch. Die müssen wir dementsprechend auch noch die Textur noch richtig einstellen. Oben sehen wir sowieso nichts. Das können wir so belassen, das spielt keine Rolle. Gut, dann gehen wir hier einmal drauf. UV, Unwrap. Und setzen das mal ein bisschen kleiner. Schauen wir uns das mal an. Ja, das können wir so belassen. Okay, gut. So, soweit so gut. Das haben wir schon mal erledigt. Ja, perfekt. Gut, okay. Und diesen Anbau hier, den wollen wir jetzt mal duplizieren mit Shift D. Ja. Und positionieren das in der Top-Ansicht nach hinten. So. So ungefähr. Ja, perfekt. Alles klar. So, das war's auch schon mal für den Vordach. Gut, als nächstes werden wir jetzt mal die Platte oben drauf setzen. Das sind geriffelte Metallbleche, die wir jetzt oben auf unser Dach draufsetzen. Ja, das kommt als nächstes. So, dann gehen wir hier drauf, auf unseren Plane hier, auf unseren Anbau hier und wählen mal genauso wie gerade eben diese Edge-Kante hier. Das ist unser Ausgangspunkt. Shift S, Cursor to Selected, damit es hier in der Mitte bleibt. Shift A, erstellen wieder eine Plane. Ja. Gut, die belassen wir natürlich jetzt so, gehen auf 7, Top-Ansicht und rotieren das mal, rotieren sage ich schon, bewegen das so, ne? Genau an der Kante. Ja, genau, das sieht gut aus. So, mit R ein Loop in der Mitte und die Seitenflächen einmal entfernen und auch hier wieder ein Mirror Add-on einsetzen. Modifier. So. Gut, ich überlege gerade, wir könnten gleich eine Stärke für unseren Plane noch setzen. Wir gehen auf Add Modifier, setzen ein Solidify rein. So, schauen wir uns mal die Stärke ein.
Okay, jetzt ist die Stärke nach unten hin. Ja, wir müssen den Offset jetzt dementsprechend entgegengesetzt setzen. Also hier steht jetzt minus 1. Wir setzen mal nur die 1. So, dann zeigt er es nach oben hin, die Stärke. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch erledigt. In Edit-Modus wählen uns die Edge-Kante aus und ziehen das mal bis hier rüber. Ja, perfekt. Okay. Und jetzt machen wir eine Extrude und ziehen das mal bis zu dieser Kante hier. Genau. Und jetzt nach unten. Perfekt. Damit es schön anliegt. Sehr gut. Das gefällt mir. Wählen jetzt diese Edge-Kante aus. Gehen auf 7 Top-Ansicht. Und ziehen das mal nach hinten. So, schauen wir uns das mal an, wo wir gelandet sind. Da. So. Alles klar. So, jetzt haben wir unseren Dach soweit mit dem Metallblech versehen. Okay, und den wollen wir auch gleich dem Material geben. So, wir gehen einmal auf New Material, benennen unseren Dach hier mit Metal Dach. So, dann holen wir uns eine Textur, die habe ich von Putty Heaven. Den Videolink dazu werde ich in der Videobeschreibung setzen. Das ist so ein geriffeltes Blech. Ja. So, und den setzen wir jetzt hier ein. Alles klar. Das sieht soweit eigentlich schon mal gut aus. Ich sehe gerade, die untere Fläche hier, der hat sich mit dieser Moos-Textur, mit der zweiten Textur hier, bisschen vielleicht verschoben. Das müssen wir kurz mal ändern. Wir gehen mal hier einfach hier drauf und dann auf UV, New UV, ja. Selektieren das alles. S0. So. Okay. Gut, jetzt sieht es schon mal besser aus. Alles klar. Also zu unserem Dach zurück. Ich möchte auch hier, wie bei unserer Mauer, bisschen unterschiedliche, sagen wir mal, Farben reinbringen. Ja. Und dafür mache ich wieder eine Noise-Textur als Faktor und werde hier ein bisschen einige dunkle Flächen hier auch hier reinbringen. Ja. Gut, das machen wir jetzt. Wir kopieren jetzt diesen ganzen Shader hier. Ja. Shift D, duplizieren das einfach, ziehen das nach oben. Ich mache es mal ein bisschen größer hier. So. Okay. So, den Output nach oben. So. Okay, dann habe ich hier diese beiden Displacement Map. Die lasse ich drinne. Für die Leute, die natürlich Displacement nutzen wollen, ist immer empfehlenswert, dass sie natürlich auch dementsprechend die Subdivided machen, damit dieser Effekt natürlich auch kommt. Ne? Das zeige ich aber im Laufe des Tutorials bei einigen Objekten. So, und den ziehen wir jetzt nach oben. Den hier löschen wir. Setzen hier einen Mix Color rein. Und den wieder da unter. So, okay. Und hier genau dasselbe. Ein Mix Shader. So. Und den da unter. So. Gut, jetzt haben wir eine Kopie gemacht von unserem Riffelblech. Ja, von unserem Metallblech. Und jetzt wollen wir einfach an diesen Kopie dieser Textur ein bisschen mit der Farbe rumspielen. Sagen wir mal Color. Einmal den hier. Und einmal Helligkeit und Kontrast. So, jetzt warten wir einen Moment. Okay. Ich gehe mal einmal mit der Helligkeit mal hier runter. So, damit wir gleich nur als Unterschied unsere Noise-Textur einsetzen.
Noise-Textur. Wo haben wir es denn? Da. Okay. Mit Steuerung T die Mapping öffnen und den Converter Color Ramp hier mit rein als Faktor und vom Color Slot in den Faktor in den Mix Shader. Gut. So, jetzt warten wir einen Moment. So, jetzt sehen wir schon die ersten Abbildungen der Noise-Textur, aber das sieht so gezogen aus. Okay, kein Problem. Das ist in der Y-Richtung. Dann skalieren wir die Y etwas. So, okay. Und die Skalierung, ja, ich gehe mal ein bisschen mehr mit den Rawness hoch. Oder doch nicht? Na, schauen wir mal. Details und die Skalierung machen wir mal größer. So. So, jetzt mit dem Color Ramp tasten wir uns etwas hier an und schieben das mal hier so rüber. So, soweit so gut. Okay, jetzt können wir noch ein bisschen mit der Helligkeit mal wieder auf 0 vorerst und setzen mal mit Shift-Taste ein bisschen mehr ran. So, gehen ein bisschen näher ran hier. Gut, und als nächstes würde ich sagen, dass wir ein bisschen mit der Farbe hier, mit der Sättigung rumspielen. Gehen wir ein bisschen hier. Den Faktor setzen wir mal auf 1,3 und den Value ein bisschen höher. So. Okay. So. Wir gehen mal ein bisschen mit der Verdunklung etwas größer. So. So ganz, ganz leicht. Man muss sich da ein bisschen antasten, ja. Am besten sieht man das nochmal, wenn wir in Cycles setzen. Gut, jetzt haben wir mit der Farbe ein bisschen rumgespielt. Ja, man könnte sich hier austoben, auch die Farben, Pigmente auch noch ändern. Hier über Hue, über den ersten Skala hier, aber das ist natürlich viel zu viel. Wir gehen mit der Sättigung, oder wir gehen mit der Sättigung runter. Mal gucken, wie das aussieht. Ah, das gefällt mir mehr. Ja, das gefällt mir. So. Okay. So. Ja, das sieht gut aus. Gut. Und schauen wir mal, was wir mit dem Kontrast machen können. Ah, da sieht man den Effekt danach nicht mehr. Okay. Das belassen wir so. Wir gehen mal ein bisschen durch. So. Ja. Okay. Gut. Alles klar. Ich will aber noch eine Sache noch machen. Bei den Flächen oder bei den dunklen Flächen hier, da möchte ich den Metalleigenschaft Metallic hochdrehen. Ja. So. Und den Specular auch ein bisschen. Ja. Und den Rawness, ja, diesen Slot hier, da möchte ich was ändern. Ich möchte das mit der Color Ramp, die Glanzeigenschaft, ja, die Schärfe, etwas mal unterscheiden. So. Ja, genau. So. Genau. Da seht ihr den Effekt, ne? Nur auf diesen einigen dunklen Flächen, da ist es Hochglanz, ja. Ja, und auf den normalen Flächen hier ist das dann immer noch die Haupttextur drauf. Wir schauen das mal in Cycles an. Ja. So, ein bisschen mehr Sonne. Die Sonne ist gar nicht da. Einmal die Sonne einschalten. Ja, man erkennt nicht viel, aber so. Man sieht diese leichte Feuchtigkeit, kann man schon fast sagen. Ne? Den Glanz sieht man. Wenn wir mal zum Beispiel eine Aufnahme machen möchten, dann ist es eigentlich sehr praktisch. Okay, soweit so gut. Jetzt setzen wir mal ein bisschen höher. Ganz nach oben. So.
So, einmal mit der Noise-Textur vielleicht mal ein bisschen was erreichen. Wenn wir den nochmal hochsetzen. Da ist doch zu viel. Und dann setzen wir den nochmal. Ja. Die Skalierung ein bisschen höher. Okay, das ist zu viel. Das ist zu viel auf jeden Fall. Ich setze mal den wieder zurück. So. Okay. Ich setze trotzdem hier, wir haben ja den Mix Shader mit dem unteren Flächen hier, also das ist dieser Bereich. Da setze ich jetzt noch ein Glanz Shader noch rein. Glanz Shader. Mix Shader. So. Und den setze ich mal hier ein. So. Ja, das gefällt mir besser. Ja, okay. So, zumindest haben wir es erreicht, dass unser Metalldach hier ein bisschen unterschiedlich von der Textur aussieht und dadurch, ich finde es eigentlich sehr gut. So, es sieht aus bisschen leicht rostige Flächen und nochmal ein paar Glanzflächen noch mit reingebracht haben. Gut, okay. So, soweit so gut. Unser Material ist für unser Metalldach auch fertig. Jetzt müssen wir noch die Seitenflächen noch schließen. Ja, und das machen wir jetzt auch. So, wir gehen einmal wieder auf Viewport Shading. So, wir haben hier unser Vorbau. Da setzen wir jetzt einen Loop hinein. Steuerung R und ziehen das mal so bis hier hin. So. Gehen auf Face Select. Jetzt überlege ich gerade. Ne, machen wir es so. Machen wir es so. Wir extrudieren jetzt diese Fläche hier, da wo wir den Loop gesetzt haben, und ziehen das jetzt komplett einmal durch. So. So. Und diese Fläche hier, also diese hier, die löschen wir einmal. Die brauchen wir nicht, die sehen wir auch nicht. So. Und ziehen das nochmal ein bisschen weiter rein. So. Okay. Super. Einmal ein Unwrap. So. Also mit der Alt-Taste gedrückt, dass man nur die Flächen umzuwählen kann. So. Einmal auf UV achten und auf unser Haupt-UV klicken. Unwrap. Machen wir Cube Protection. Perfekt. Schauen wir uns das mal an. Einmal rotieren. Hier. Und skalieren wir das mal. Bisschen schauen, ob das auch passt. So. Genau. Okay. Auch hier müssen wir das auch noch ändern, die untere Fläche. Dann gehen wir einmal auf New UV, Edit, Edit, alles selektieren, also hier, Unwrap, Reset. S0. So, dann ist das hier auch weg. So, okay. Gut. Soweit, so gut. Jetzt haben wir unser Dach erstmal geschlossen. Ja.
Gut, jetzt werden wir jetzt die Schnitte hier für unsere Dachfenster machen. So, wir gehen einmal auf Viewport. So. Ja, wir setzen jetzt einen Loop so quer über das Dach. So in der Höhe für unsere Fenster. So in dem Dreh. Ja. Und noch eins unten, da wo die enden. Ja, ungefähr hier. Genau. Und am Ende des Daches werden wir auch jeweils 2 Loops ziehen. Einen setzen wir mal hier rein. So. Ungefähr. Genau. Und eins hier rüber. So, perfekt. So, damit wir jetzt unsere Fenster unterteilen, werden wir hier wieder 10 Loops mal setzen. So. Ja, das müsste nicht passen. Okay. Und solange die Loops hier selektiert sind, möchten wir jetzt mal die Bevel ziehen. So, ganz wenig. So ungefähr. Ja, das reicht. Okay. So, jetzt haben wir die Unterteilung gemacht. Und jetzt wollen wir die einzelnen Dachfenster mit Face Select alle selektieren und mit P separieren. So, damit wir sie raustrennen können aus dem Dach. Super. Okay. So, als nächstes gehen wir wieder auf Viewport, Shading. So, und das ist unser Dach. Das benennen wir jetzt auch Dach Metall Blech. Metallblech. So, das sind unsere Dachfenster. Dachfenster. Okay. Gut. Auf unseren Dachfenstern sind noch die Modifier drauf, die wir für das Dach benutzt haben. Zum Beispiel Solidify, den entfernen wir jetzt von den Dachfenstern. So, der Mirror bleibt soweit. Obwohl, wir werden ja nachher, wenn wir hier diese Texturen bearbeiten, werden die auf der anderen Seite natürlich spiegelverkehrt dargestellt. Das würde nicht so gut aussehen. Wir applyen deswegen so und trennen aber trotzdem. Wir machen das jetzt ganz einfach. So, A, also L, selektieren diese Fenster hier. P, nochmal separieren. So, damit wir die beiden Fenster getrennt haben. So. Genau, das ist jetzt einfach links und das ist jetzt und rechts. So, okay. Gut, jetzt nehmen wir hier die Materials wieder weg, genauso wie hier auch. So. Okay. So, und jetzt fangen wir an, unseren Dachfenster ein Material zu geben und zu texturieren. So, wir gehen einmal auf New Material, geben einen Namen, Dachfenster, ja, okay, jetzt ziehen wir das mal ein bisschen rüber. So, wir gehen direkt auf Principal BSDF hier und geben diesem Dachfenster gleich einen Glasshader. So, wir gehen auf Komma und holen mal unseren Shader hier ran. So. Den Roughness setzen wir erstmal auf 0, damit wir einen schönen Glanz haben. Okay. Als nächstes wollen wir haben ja in den Fabriken, das ist ja eine alte Fabrik und da sind ja die Fenster eigentlich teilweise kaputt. So, und das wollen wir hier auch machen, bei diesen großen Fenstern. Da wollen wir ein paar Glasscherben oder zerbrochene Fenster einsetzen. Und das machen wir einfach mit dem K-Werkzeug, also mit dem Schneidwerkzeug vom Blender. So, dann gehen wir, den ersten lassen wir so.
Dann nehmen wir mal den zweiten, fangen wir einfach mal an mit K und setzen mal hier ein paar Schnittkanten rein. So. So. Setzen wir hier noch ein. So. Und dann nehmen wir die innere Fläche hier und löschen einfach die Face. So, und das machen wir dann bei den unterschiedlichen Fenstern. Ja? Zum Beispiel hier könnten wir vielleicht mal ein Loch, vielleicht nur ein Loch machen. So. Hier den hier vielleicht nochmal. Und dann hier nochmal. Und vielleicht ist hier vielleicht nur die eine Ecke kaputt. Dann löschen wir diese Seite. So, gut. Wir werden erstmal diese Seite erstmal komplett bearbeiten und den Material dazu geben und dann gehen wir auf diese Seite. So. Okay, soweit so gut. Als nächstes möchte ich genau dasselbe, was ich mit den Mauern gemacht habe, auch hier mit Texture Paint ein paar zerbrochene Glastexturen hier drauf malen. Und damit fangen wir jetzt an. So, wir nähern uns mal, ja, wir setzen das jetzt so ein, wir gehen hier auf Image Editor, ja, sagen einmal New und nennen das mal Glasscherben, Brush. So, die Auflösung machen wir hier etwas höher, machen wir 2048. So, den Alpha brauchen wir, den lassen wir so. Dann gehen wir hier auf Color und setzen den Alpha auf 0. Und okay. So, dann haben wir das. Perfekt. Als nächstes nehmen wir dafür natürlich jetzt einen Diffuse Shader. Hier. So. Und hier dazwischen einen Mix Shader. So. Und setzen das hier rein. So, und jetzt nehmen wir diesen Image, den wir jetzt gerade neu erstellt haben, nutzen diesen Symbol hier, klicken drauf und ziehen das hier rein. Und setzen das hier rein in unser Diffuse. Gut. So, und jetzt gehen wir hier auf jetzt auf Object Mode von Texture Paint. Hier. Ja. Und wie ihr seht, hier haben wir noch das alte Bild hier für unsere Gravity-Wand. Die ersetzen wir jetzt. Gehen hier auf Einstellungen. Gehen hier runter. Und mit X entfernen wir das Bild hier. Und setzen wir ein neues. Und den benennen wir auch Glasscherben. Brush. Gehen hier auf Einstellungen. Open. Ich habe für da habe ich Texturen schon mal vorbereitet, die ich auf Pexels gefunden habe. So, das sind diese hier, diese drei. Wir fangen einfach mit dem ersten hier an und Open Image, setzen das hier ein. Dann gehen wir wieder auf Einstellungen, scrollen hier runter, gucken, ob das übernommen wurde. Jo, ist übernommen.
Wenn ich jetzt mit der Maus wieder rüber gehe, habe ich diese Glasscherbe. Ja? So, wir skalieren das mal runter mit Shift, rechte Maustaste. Ja. Gehen mal hier rüber. So, wir haben für unser Fenster, Glasscherbenfenster, also für unsere kompletten Fenster hier, noch kein UV-Map. So, das müssen wir erstmal erzeugen. Ja? Wir gehen auf Edit, A, selektieren jetzt alles, U und Unwrap. So, und das schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ja, okay. So, jetzt haben wir unseren Unwrap gemacht und jetzt ist das so, wenn wir jetzt hier malen, ja, großflächig zum Beispiel, mit F vergrößern wir den Pinsel etwas. So, und suchen uns mal jetzt eine Fläche aus und malen das mal hier so rüber. So. So, jetzt haben wir hier diese Stelle bemalt von unserer Glasscherbe. So, und wenn ich, je größer ich jetzt das Bild nehme, so, sagen wir mal, so, verteilt sich das gleich auch auf anderen UV-Maps von den Fenstern. Jetzt suchen wir uns das mal aus. Jetzt zum Beispiel, gehen wir mal hier ein bisschen rüber. So, das sieht gut aus. Dann vielleicht hier ein bisschen. Wir können auch ab und zu mal drehen, ja. Nicht immer dasselbe. So, an den Kanten vielleicht. So, schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ja, wir würden... Mach hier noch eins. Hier vielleicht noch. So. Hier nochmal drehen vielleicht. So. Und... Ja. So. Ja, so ungefähr. Okay, jetzt gehe ich wieder auf unsere Einstellungen hier. Gehen runter. Und... hier auf Texture, Entschuldigung, hier auf Textur und öffne mal das nächste hier, diese. So, so als nächstes suche ich mir das eine Fenster aus, ja hier. So. Okay. Vielleicht doch ein bisschen kleiner. So, zeichne das nochmal ein. So. Ja, das sieht viel besser aus. Okay. So, und dasselbe mache ich jetzt hier komplett über das ganze Fenster. So. Ja, genau. Gut. Und so machen wir jetzt weiter und bemalen einfach die einzelnen Glasfenster hier in verschiedenen, ja, ich würde sagen, dass ihr das immer verkleinert und mal rotiert, damit das ein bisschen unterschiedlich aussieht, ja. So, hier vielleicht. Okay. So. Vielleicht hier eine Ecke. So. Vielleicht mal wieder wechseln. Jetzt nehmen wir uns mal dieses hier aus. So. Und malen hier was rein. Ja. Also ihr könnt das Bild, besser die Textur, in allen Perspektiven malen, ja? So wie ihr es haben wollt. So. Ne? So. Okay. Gut, wir wechseln mal kurz wieder das Bild hier. Nehme ich wieder den hier.
Okay, so weit, so gut. Ähm, Ich gehe mal nochmal, nimm den mal und setze mal hier eins noch hin. Den drehe ich auch wieder. So leicht. So. Ja, genau. So. So. Okay. Super. Gut. Alles klar. So, jetzt haben wir hier schön unsere Glasscherben drauf bemalt. Und jetzt müssen wir mit dem Shade-Editor einen gewissen Kontrast und die Scherben hier, dieses Bild, noch als Bump Map nutzen, weil damit man die, also diese Kanten auch, wenn die Sonne scheint, durchsehen können. Also ich versuche das mal so zu erklären. So, okay. Wir gehen einmal auf Cycles, schauen uns das erstmal an. So, wir haben noch einen Transparenz hier, den muss ich eben mal ausschalten. So, wenn ihr oben geht, habt ihr unter Film hier den Reiter Film hier, Film. Da hatte ich ja einen Transparenz hier eingeschaltet. Den schalte ich jetzt wieder erstmal aus. So, und gehen jetzt auf Umgebung. So, und als Color werden wir jetzt ein Environment Texture mal benutzen. Öffnen, HDI. So, diese HDI-Maps könnt ihr bei Polyheaven kostenlos runterladen. Sind ganz viele Maps dabei. Die sind richtig gut. So, die öffnen wir und warten kurz und setzen mal auf 0,5. So, dann haben wir das. Okay, jetzt haben wir unsere Textur bemalt. Die ist jetzt als Diffus hier drinne. So, als nächstes gehe ich nochmal hier zwischen und nimm als Vektor Bump nochmal die Farbe hier als Höhe und setze das hier nochmal hier rein. So, man sieht noch nichts. Ja, das kommt noch. So, jetzt haben wir hier, gehen wir ein bisschen näher ran. So, und jetzt haben wir hier einen Glasshader. Ja, hier haben wir einen Glasshader. So, jetzt holen wir noch was, sondern einen Mix Shader und setzen noch einen Transparenz Shader rein. Und setzen den hier runter. So, okay. So. Gut, jetzt sehen wir eine leichte Verkantung, ja. Und jetzt können wir aus diesem Glas hier so eine leicht vergelbte Farbe setzen. Das Glas ist ja nicht mehr sauber, denke ich. So, und ein bisschen dreckig. Wir können die Farbe ein bisschen runtersetzen hier. So ungefähr. So. Gut, dann haben wir das. Jetzt können wir hier auf Bump Map gehen und hier vielleicht die Stärke ein bisschen erhöhen. So, jetzt brauche ich nochmal die Sonne. So, unter der Sonne, Viewport. So. Jetzt wollen wir die Sonne mal in die Richtung scheinen lassen. Ja. So, einfach mal hier Richtung. So, ungefähr. Ja, man sieht es ganz wenig, nur ein Bruchteil. Das können wir aber immer noch ändern. So, wir gehen hier auf einmal auf Multiply. Ja. Wo haben wir es denn? Mass hier. Den setzen wir hier unter. Genau. Multiply. Und dann setzen wir hier nochmal auf 5. Oder 10. Moment. Jetzt bin ich selber ein bisschen überfragt. Wartet mal. Ich glaube... Aha. Aha. Okay. Wir waren mit der Transparenz sehr hoch, dass man die Schnitte, den Scherben nicht mehr sehen kann. So, also muss man sich mit dem Transparent einstellen. So, genau.
So, jetzt könnte man mit der Helligkeit des Fensters wieder hochdrehen. So ganz wenig, so, dass man noch die Scherben sehen kann. Ja, genau. So, okay. Gut, ich taste mich nochmal trotzdem an. Man wird nicht viel erkennen können, aber es kommt darauf an, was man machen möchte, ne? Ob man das jetzt sehen möchte oder nicht, wenn man Nahaufnahmen machen möchte. So, aber das ist ein guter Effekt sozusagen. Ich gehe mal wieder nochmal ein bisschen her. Na? So, wir setzen das mal höher. Okay, so weit, so gut. So, wir setzen mal den Strange etwas höher. Hier, dass wir mehr Farbe haben. Okay, jetzt sehen wir die leichten Konturen von der Textur. Ich gehe mal mit Transparent etwas weniger. Ah, okay, jetzt sehen wir die ganzen etwas mehr. Etwas mehr. Ist immer noch etwas zu wenig, aber für unsere Zwecke reicht's. So, und jetzt haben wir nochmal die Sonne und lassen die Sonne mal ein bisschen stärker scheinen. Ah, okay. So. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr durch die Transparenz, weil wir die runtergesetzt haben, setzt sich die Textur besser jetzt drauf. Ich drehe mal ein bisschen wieder vielleicht höher. Aha, okay. So. Gut. Das Einzige, was wir noch machen könnten, ist, wir haben ja jetzt diese Textur hier, die wir selbst erstellt haben. Ja, und die ist ja jetzt hier drin. So, wir gehen mal hier runter. Ja. So, wir versuchen mal einen Principal Shader wieder reinzubringen. Oh, ne, stopp. Shader, Principal BSDF. Ein Mix Shader. Setzen das dazwischen. Den dorthin. So, als nächstes werden wir hier die Farbe wieder auf Gelb stellen. So, leichten Ton. So ungefähr. So, den Transmission tiefer. So. Genau, bisschen mehr. Oder zu viel. So, okay. So, jetzt können wir nochmal diesen Color mal hier reinsetzen. So. Jetzt haben wir eigentlich nur eine Textur nochmal als Mix direkt in den Material Output als Mix Shader benutzt. Dass man noch eine stärkere Wirkung nochmal hat. So. Dasselbe Spiel machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Und das mache ich aber wieder in Timelapse. Ja, ihr habt ja gesehen, wie das funktioniert. Ja, und dann sehen wir nachher wieder. Bis gleich.
So, das ist soweit fertig mit dem Dach. Und jetzt fangen wir an, unseren Dachgerüst zu bauen. Ja, diese Querträger. Damit fangen wir jetzt an. So, dafür gehen wir jetzt einmal selektieren oder wir brauchen einen Anhaltspunkt. Wir gehen mal rein in die Halle. So. Gut. Das ist sozusagen die Wand und der Träger müsste ungefähr dieselbe Form haben, ne, wie dieses Dach hier, so mit der Schräge. So, das heißt, wir müssten genau hier, so der Mittelpunkt ist genau am Origin hier, das ist genau schon mal richtig. So, und wir gewissern, dass wir in der Kollektion Dach sind, genau. Gut. Wir setzen jetzt hier einen Cube und in Edit-Modus skalieren wir das mal auf eine kleine Menge. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. So, schieben das mal wieder rein. So, ein bisschen runter. So, ein bisschen wieder rein. So. Okay, das ist immer noch zu groß. Nochmal eskalieren. So, das müsste eigentlich so ungefähr passen. Ja. Gut, jetzt im Edit-Modus. In Edit-Modus bleiben und jetzt hier rüber schieben. Okay. So, weil wir jetzt keine doppelte Arbeit machen wollen, der Origin bleibt in der Mitte und jetzt setzen wir unseren Mirror Modifier ein, hier, damit wir spiegelverkehrt arbeiten können. Okay, super. Gut, wir setzen den mal ein bisschen noch weiter rein. So ungefähr. Ja, das sieht soweit gut aus. Okay, gut. Wie fangen wir jetzt an? Das sind einfach jetzt die Gerüste haben ja an den Verbundstellen, sagen wir mal, solche bisschen größeren Ecken. Und sollen jetzt diese hier werden. Und wir werden jetzt mal von diesen Teilen hier ja, Shift D, duplizieren das jetzt und gehen mal ein nochmal hier durch. So. Und Shift D und ein nochmal hier. Schauen wir mal, ob das mit der Ecke passt. So ungefähr. Ja, das sieht gut aus. Gut. Und jetzt schieben wir das noch ein bisschen nach oben. So, dass es mit der Höhe passt. Also, Leute, wie gesagt, ich bin kein Architekt, ja. Ich versuche mich nur an diesen Bildern ein bisschen zu referenzieren und baue nicht dasselbe. Ich baue so, wie mir das gefällt, einfach von den Formen her, ja. Okay. Gut. Soweit, so gut. Edit. Wieder in Modus rein und dann A, alles selektieren. Shift D, duplizieren und dann schieben wir die nochmal hier runter. So. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Okay. Nehmen den letzten Würfel hier, diesen Cube. So. Shift D und schieben das mal dort in die Ecke. Mit Komma zoomen wir uns heran. So. So ungefähr. So. Shift D, duplizieren das hier auch und den schieben wir nach oben. Ja. Okay, soweit so gut. Gut. Jetzt haben wir hier unsere Ecken sozusagen. Jetzt selektieren wir jetzt diese eine Fläche. Ja. Mit I schauen wir an, wie weit wir rein skalieren. So, und oben könnt ihr, also hier oben, ich gehe mal wieder zurück, hier oben könnt ihr sehen, wie stark hier skaliert. Ja, ich versuche einfach nach oben gucken und dann seht ihr ungefähr diese Stärke. Was haben wir jetzt? 0,25. 0,025. So, und ihr seid noch hier bei der Mausbewegung, seht ihr, und in dem Moment tippt ihr jetzt einfach 0,025. So, okay. Perfekt.
Gut. So, und jetzt schalten wir bei Mirror die Funktion Clipping an, damit die extrudierten Sachen in der Mitte sich verbinden. Ja? Bevor wir das machen, löschen wir jetzt diese eine Fläche hier, die sehen wir ja nicht mehr, und wählen jetzt diese Edge-Kanten und schieben das einfach zusammen. Perfekt. Okay, soweit so gut. Ich überlege die ganze Zeit, vielleicht sind die etwas zu stark, aber... Oder wir lassen das so. Ist in Ordnung. Können wir so belassen. Gut, soweit so gut. Jetzt gehen wir wieder auf Edit. Dasselbe machen wir hier auch. Wir gehen auf Face Select. So. I 0,025. Extrudieren. Die letzte Face wieder löschen. Und die Edge-Kante wählen und zusammen verbinden. So. Gut. Und jetzt machen wir die Sache etwas einfacher. Diese Fläche wählen, diese Fläche wählen. Hier ist immer wichtig jetzt, dass wir in Individual Origins sind, dass wir individuell die Flächen bearbeiten können. I 0,025. So, und jetzt haben wir auf beiden Seiten diese Flächen gemacht. Ja, hier und hier. Und mit Steuerung E können wir Bridge Edge Loops wählen und automatisch die beiden verbinden, die Flächen. So, und das machen wir jetzt überall. Wählen diese Fläche aus, diese Fläche aus, I 0,025, Steuerung E. So, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. I 0,025, Steuerung E, verbinden. Und nochmal dasselbe. So. Steuerung E, Bridge Loops. I 0,025, Bridge Edge Loops. So. I 0,025. I 0,025. So. Gut. Jetzt nehmen wir diese Fläche und diese Fläche. So. I 0,025. Ja. Jetzt müssen wir nach hinten ran. Mit Komma zoomen wir uns heran. So. Hier wollen wir mal... Ja gut. Ich glaube, hier könnten wir beide verbinden. Einfach zusammen. Ja. Und... Ja. Wir werden jetzt diese beiden Loops einfach... Ja, jetzt ist das einmal überlegen, wie wir das entweder belassen wir das so oder wir setzen einfach mal, sparen uns einfach diese Phases, so Dissolve Phases, damit wir eine ganze Fläche haben. Genau, und das ist einfach so eine Platte, die an der Wand fest verankert ist. So, genau. Das sieht soweit eigentlich gut aus. Ich sehe gerade, das ist nicht gerade mittig. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Wir gehen mal auf Transparent Modus. Ja. Und auf Vertex Select mit B, Box Select, wählen uns einfach diese Fläche und gehen mal auf Frontansicht und schieben das mal so leicht mittig rüber. Super. Okay. Ich glaube, dass wir hier noch eine Verstrebung machen werden. Sehe ich gerade. Steuerung R. Ja. So, eins hier. Und eins hier.
So. Wähle jetzt beide Edges aus. Ich gehe auf Edge Select, also die beiden Edges, die wir hier gesetzt haben. Steuerung B. Mit Shift-Taste gedrückt. Ja, so ungefähr. Genau. So, und dann wähle ich jetzt einfach diese Fläche aus und diese Fläche aus. Steuerung E, Bridge Add Loops. Dass wir so eine Querstrebung haben. Ja, als Stärkung. Okay, soweit so gut. Das haben wir jetzt auch. Ja. Gut, dann haben wir erstmal den Querträger. Und jetzt möchte ich noch an den Querträgern Befestigungslaschen oder Winkel, die möchte ich hier noch ranbringen. Das habe ich auch da gesehen. Das habe ich auch selber bei Baugewerbe gesehen, dass man diese ganzen Träger auch mit zusätzlichen Befestigungswinkeln festmacht. So, und das wollen wir jetzt hier auch machen. So, dafür gehen wir jetzt mal auf diese Fläche hier, selektieren die. Shift S, Cursor to Selected, damit der 3D-Cursor genau auf diese Fläche anliegt. Erstellen uns eine Plane, X, rotieren das, skalieren das mal auf die Größe und schieben das mal nach oben. So, gehen ein bisschen näher ran. Ja. So, ein bisschen nach oben und schieben das mal ein kleines Stück nach vorne. Noch ein bisschen noch. So. Extrudieren das auch gleich. So. Dass es so gerade anliegt. Ja, sehr schön. Okay. Und jetzt nehme ich die untere Fläche und SX 0. Ja, genau. Gut. Soweit, so gut. Jetzt muss ich kurz überlegen. Mit L selektieren wir das nochmal und skalieren das nochmal ein bisschen breiter. So ungefähr. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ja, also so könnte man das machen, denke ich mal. Ja. So, wir gehen mal hier nochmal auf diese Edge-Kante. So. Auf Vertex Select. So, ein bisschen näher ran. Und mit B Box Select. Also nur diese hier. Gut. Mesh. Cleanup. Distance. So. Das sind die zwei Vertices, die übereinander liegen, weil wir das auf der X-Achse auf 0 skaliert haben. Ja. So, jetzt müsste es eigentlich richtig sein. Okay. So. So weit, so gut. Okay. So, und dasselbe machen wir jetzt, oder wir machen erst die Schrauben. Ja, wir machen die Schrauben. Da sollen noch die Schrauben rauf, so Sechskantschrauben. Und dafür nehme ich jetzt wieder diese Fläche hier. Ja. Cursor to Selected. Shift A. Erstellen jetzt einen Zylinder. Genau. Ungefähr Sechskant. Ja, Sechskant ist schon mal richtig. So, in der Höhe von 0,02 und 0,015 Stärke. So, und den rotieren wir auf der X-Achse 90 Grad. Ja, genau, so ungefähr. Gut, das können wir so nehmen. Alles klar. So, den schieben wir nach oben. So. Shift D, duplizieren die und schieben das mal hier rüber. Ja, ein bisschen mehr und den vielleicht weiter rüber. Okay. So, dann haben wir das. Und jetzt mit L die beiden Schrauben, Shift D duplizieren und hier rüber schieben. Shift D duplizieren. Und dann schieben wir die hier nochmal. Ja. RX. So, machen wir 90. So. So, okay.
Okay. Ja, so gefällt mir das. Okay. So, und das machen wir jetzt auf den ganzen Winkel. Ich werde dafür jetzt mal diesen ganzen Gerüst einmal mit Backslash isolieren, damit wir hier mehr sehen, erkennen können. Genau. So, wir gehen auf Steuerung 1, das ist ja die Rückseite gewesen. So. Selektieren jetzt die Fläche mit L, komplett alles wählen und die Schrauben immer mit L anwählen. Shift D, schieben das mal nach unten und rotieren das mal. So. So, okay. Gut, jetzt selektieren wir die obere auch nochmal wieder. Shift D und schieben das mal einfach hier zwischen. So, Shift D hier zwischen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen variieren. Wir nehmen jetzt mal, ja, diese Fläche hier, genau, und schieben das mal ein bisschen rein. So in etwa. Okay. So, mit L selektieren wir diese Fläche, Shift D duplizieren die und S, X minus 1 spiegelverkehrt skalieren und schieben das mal hier wieder ran. So, okay. Ein bisschen zu dicht. Schieben wir das mal wieder raus. So. Wählen diese Fläche hier aus und setzen die mal auf die Höhe hier. Gut, jetzt passt das hier nicht. Dann gehen wir auf Transparenz. Gehen wir hier ein bisschen näher ran. So. Und setzen das mal auf die Höhe. Ja, genau. Okay, jetzt wählen wir uns mal mit L die Muttern hier aus und richten die kurz aus hier. So. So ungefähr. Ja. Okay, super. Gut, jetzt nehme ich diese Fläche hier so mit den Schrauben. Na, Steuerung Z. Shift D und schiebe das mal hier rüber. Genau, dann habe ich die passende Form schon dafür. So. Okay. So, jetzt wählen wir uns mal die Schrauben aus hier. Na, jetzt haben wir den Transparenz, können wir jetzt ausschalten. So, so. Shift D, den schieben wir hier rüber, rotieren das mal und setzen das mal hier hin. Okay. L, oder Shift D, duplizieren, machen wir 3 Stück draus. Und den schieben wir mal hier hin. So. L, G und den hier rüber. So. Genau. Das sieht gut aus. Okay. Gut. Dasselbe machen wir jetzt unten auch. So. Shift D. So. Rotieren das. So. Ungefähr. Okay. Schieben das mal hier ein bisschen näher ran. So. Bisschen so ungefähr. So. Okay. Wörter Select. Wählen uns jetzt im Transparent Modus nochmal die oberen hier aus mit Box Select und schieben das mal hier rüber. Super. Gut, jetzt nochmal die Schrauben nochmal anpassen. Den schieben wir hier hin. So. Den können wir so lassen.
L, G und den hier rüber. So, sieht soweit gut aus. Gut. Okay, das sieht eigentlich soweit sehr gut aus. Damit kann ich leben. Das sieht gut aus. Gut, und dasselbe Spiel machen wir jetzt auf dieser Seite auch. Ja, und das mache ich wieder, wie gesagt, mit einem Timelapse. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war's auch schon. Wie gesagt, ich habe alles selektiert, einfach dupliziert und dann in der Y-Achse spiegelverkehrt skaliert und einfach rangesetzt. Das ging eigentlich schnell. Okay, so. Gut, das Gerüst ist soweit eigentlich fertig. Ja, ich gucke mir es nochmal an. So, ich gehe mal kurz auf Wireframe. So, Box Select. Hier, Vertex Select. So, und die Abstände gefallen mir immer noch nicht, sehe ich gerade. Ich gehe mal kurz auf B, wähle diese hier nochmal aus und schiebe die mal so, dass die Abstände so ungefähr die und die beiden so passen. Ja, perfekt. Okay, so, das war's auch schon. Gut. So, einmal hier rauf. So, jetzt wollen wir mal eine schöne Textur hier drauf platzieren. So, dafür gehen wir einmal hier rüber. Hier gehen wir auf UV und hier auf Shade Editor. Okay, das nennen wir jetzt mit Dachträger. So, Dachträger, ja. Ja, können wir so belassen. Okay, hierfür habe ich auch wieder gesagt, eine Textur schon bereit und ich wiederhole mich immer wieder. Ich weiß, jede Textur, die ich hier in diesen Tutorials verwende, werde ich immer in der Videobeschreibung zum Download verlinken. Ja, gut. Steuerung Shift T. So, dann gehen wir auf Texturen. So, und dann habe ich hier Rusty, genau. Ja, da haben wir es. So, einen schönen rostigen Metalleffekt-Textur habe ich hier gefunden. Auch, wie gesagt, von Polyheaven. So, und dann schauen wir uns das mal an. Okay, einmal Edit, A, alles selektieren. So, und dann einmal ein Cube Projection. Ja, damit die Textur würfelartig auf dieser Fläche verteilt werden kann. So, und jetzt gehe ich hier auf diese Skalierung und setze mal 10 ein. 10. Ja, das sieht gut aus. Okay, soweit so gut. Nur bei den Schrauben. Ich möchte bei den Schrauben doch etwas anderes machen. Die sollten schon bemerkbar sein, glaube ich. Ich gehe mal auf die Schrauben ran. Ist natürlich immer wieder Arbeit, aber so. LL. Okay, dann gehen wir hier auf Plus in Edit-Modus. New. Metal. Ja, Screw. So heißt das ja in Englisch. Okay.
assignen wir. So, und jetzt sagen wir hier, das ist jetzt Metall. So, Metall. Das belassen wir so und die Farbe so dunkle Schrauben. So ungefähr. So. Gut. Da kommt nichts weiteres drauf. Ich möchte nur, dass die Schrauben erkennbar sind. So, und dann gehen wir mal, obwohl ich glaube, die sind etwas zu. So. So, diese Farbe vielleicht. So ungefähr. Und dann dunkler. So, okay. So, und dasselbe machen wir jetzt hier auch. L, 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 L. Und assignen. So. L, L. So. Und assignen. L, 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 L. Und jetzt hier nochmal. So. Gut, man kann sich noch ein bisschen immer noch etwas verändern. Zumindest haben wir schon mal die Zuordnung gemacht für das Material. Wir können mal ein bisschen höher setzen und doch etwas gelblicher oder braun. So, Metalleffekt ist da drinne. Spekulär. So, so leicht rostig. Ja, genau. So eine leicht rostige Farbe. Genau. Okay. Ja, gut. Super, das gefällt mir. Gut, und das müssen wir natürlich jetzt. Ich werde mal kurz mal das Dach hier einmal wegblenden und die Dachfenster, beide. Schiebt mal das zur Seite. So, wähle unseren Dachträger mal aus hier und setze hier einen Array Modifier ein. Array in der Y-Achse. So, also in der Y-Achse rüber. So, und den Abstand vergrößern wir jetzt. Machen wir mal 20. Jetzt weiß ich nicht. Oder von diesen Abständen hier, das könnte auch. Machen wir 30. 40. 35. So mittig. Ja, okay. Schauen wir mal, wie viel wir reinkriegen. So. Okay, der geht jetzt rein. Das können wir nicht machen. Gut, dann schieben wir das mal ein bisschen wieder raus. So. So ungefähr. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, okay. Soweit, so gut. Blenden wir mal unsere Fenster wieder ein. Und schauen uns das mal in Cycles an. Gut. Okay. So. So. So, das sieht ja richtig toll aus, finde ich. So, okay. Von den Schrauben her sieht das so gut aus. Die Rostfarben erkennt man auch gut. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch hier vielleicht, aber das könnte vielleicht noch was funktionieren.
Wir könnten bei dem Dachträger, ja, wir haben ja hier diese Metallics, ja, und wir haben eine Möglichkeit, diesen Metalleffekt noch effektiver zu nutzen. Und das zeige ich euch jetzt, um eine besser glattere, scharfkantige Metalleffekt reinzubringen. Ja, das versuchen wir jetzt mal. So, wir gehen einmal kurz auf Viewport Shading. So, wählen uns ein Gerüst mal aus. So, na, gehen ein bisschen näher ran hier. So, okay. So, wir ziehen mal hier ein Fenster ein bisschen weiter raus und hier ein bisschen rüber. So, wählen unser Dachfenster aus. Gut. Bevor wir hier weitermachen, das Bild hier, da ist ein Sternchen drauf, ja? Immer wieder speichern. Save as und dann speichern. Das ist sehr wichtig, sonst geht das verloren, das Bild, weil es immer noch im Speicher, in Arbeitsspeicher gespeichert ist, sondern nicht auf lokal. Gut, gut. Wir wollen, wir ziehen das mal ein bisschen auseinander. So. Okay. Wir erstellen jetzt einen neuen Image, nennen das Metal Effekt. So, die Größe kann auch bleiben, 2000, 2000. Jetzt können wir den Alpha-Wert wieder hochsetzen, das spielt keine Rolle jetzt hier. Wir lassen das schwarz, die Farbe, und sagen einfach mal okay. Okay, so. Und dieses Image schieben wir jetzt mal hier rüber. Ja. Und den setzen wir jetzt mal hier rein. So. Gut, jetzt passiert noch gar nichts. Ja. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran. So. Na, okay. So. Wir können jetzt hier mit Texture Paint, ja, aber jetzt nicht mit diesen Texturen. Nicht mit diesen Texturen, sondern wir gehen mal hier raus. So. Wir haben jetzt hier zwei Farben. Schwarz und weiß. Ja. So, wenn wir jetzt hier mal hier rummalen würden. So, entsteht hier weiße Farbe. Aber schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Seht ihr, was passiert? Es ist so eine Art Metalleffekt. Nochmal so ein scharfkantiger Metalleffekt. So, das ist jetzt ein bisschen grob, ja. Aber das ist in den Metallics drin. Und wenn ihr das mal hier rüber malt, über diesen Texturen, kriegen wir so einen leichten, okay, man kann es nicht gut erkennen, aber wir machen es mal anders. Ah, jetzt. So. Jetzt seht ihr das, das ist hier ein bisschen dunkler. Der Metalleffekt ist jetzt hier etwas stärker. Ja? So, mit F verkleinern wir das nochmal und ziehen das mal hier am Rand. So. Genau. Ich mache es mal nochmal in Cycles auf, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. So, und ich mache mal einen kleinen, ja, machen wir so. Ich setze mal hier, so, ich setze mal den 3D-Cursor hin und mache mal hier einen Pointer rein. So. Okay, super. Gut, damit ihr nur den Unterschied sehen könnt. Es ist so, wir haben hier einfach eine schwarze, ein Image komplett in schwarz. So, und dieser Metallic-Effekt-Slot erkennt die weißen Flächen und dieser Metalleffekt braucht nicht hochzudrehen. Das ist genauso, die weißen Flächen nutzt er als Metallic-Eigenschaft. So, die Metallic-Eigenschaft wird dort hingesetzt, da wo die weißen Pinselgestriche sind. Ja? So, jetzt bin ich wieder verrutscht. So. Okay. So, und das können wir jetzt überall einsetzen. Ja? So, das war nur als Beispiel. So. Okay, so erkennt man das eigentlich nicht richtig, aber
Wir gehen auf Texture Paint nochmal. So, Strange ist da. Okay, wir gehen auf Einstellungen. So, es ist weiß. Wenn wir es wieder auf dunkel stellen, dann wird das nicht so stark gesetzt, ja. Es wird dann schwächer. Ja, es wird dann nur schwächer. Je heller das so ist, desto mehr Metalleffekt kommt hier rein. So. Und das möchte ich mal ein bisschen hier setzen. Und vielleicht diese Kante hier. So. Machen wir hier noch ein bisschen. So. So. Ja, ein bisschen da hinten nochmal. So. Gut, wir gehen mal kurz auf Object Mode. Schalte kurz den Array mal aus. Den Array von unserem Dachträger. Gehen auf Backslash, isolieren das, damit wir da besser damit arbeiten können. So, jetzt gehen wir nochmal auf Texture Paint. So. Okay. So, jetzt müssen wir hier nochmal schauen, ob wir hier noch was machen können. So. So. Ja, das sieht eigentlich soweit in Ordnung aus. Gut, alles klar. So, jetzt haben wir schön einen Metalleffekt nochmal auf unseren Träger gemacht. Und jetzt nochmal in Cycles anzuschauen. Array wieder einschalten. So. Schieben wir die Sache mal zur Seite. So. Okay. Und jetzt probieren wir das mal nochmal aus und schauen uns das mal genauer an. So Leute, das war's schon. Und hier seht ihr nochmal diesen Metalleffekt, den wir jetzt gemacht haben mit Texture Paint. Und ich finde, das ist gut gelungen. Ja, man sieht das richtig schön, dass das Metall aus dem Rost noch irgendwie rausguckt. Und das ist das Schöne an diesen, wenn man jetzt den Image erstellt und dann selber mit Texture Paint den Metalleffekt draufmalt. Okay, das war's von mir heute. Ja, dann geht's beim nächsten Part weiter. Da wollen wir den Innenraum texturieren mit dem Mauerwerk. Ja, und dann, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Part. Ja, ich bedanke mich fürs Anschauen. Denkt an die Likes. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.